Das ist Rio, unser Findelhund aus Griechenland, und wir sind Sarah und Tobi. Zusammen bereisen wir die Welt in unserem Oldtimer. Ob viele an ihm gezweifelt haben? Ja, definitiv. Aber das hält uns nicht auf und so entdecken wir die Welt zu viert und leben unseren Traum. Hier standen wir jetzt die letzte Nacht, nachdem wir die Zenote besucht haben. Es ist einfach ein Fußballplatz und es ist einfach nochmal wichtig zu sagen, dass man hier nicht jeden Tag an traumhaften Stellplätzen steht, nicht jeden Tag am Meer steht, nicht jeden Tag, wo es wunderschön ist. Also wir stehen hier am Fußballplatz im Dorf, das war auch alles schön und gut. Sogar die Polizei ist gestern noch vorbeigefahren, um zu checken, ob alles okay ist. Und heute fahren wir jetzt weiter zu einem Campingplatz, der kostet 300 Peso die Nacht. Das sind so um die 15 € und der hat eine eigene Zenote mit auf dem Gebiet, wo eben der Campingplatz liegt, und man kann da so oft wie man möchte auch am Tag dann rein. Es soll ziemlich privat gelegen sein, also es ist ja Privateigentum und es soll auch ein bisschen abseits gelegen sein. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, heute ist Samstag, ob wir wirklich da so ganz allein sind. Aber es ist natürlich schön, wenn man tagsüber auch mehrmals sich abkühlen kann, weil die Sonne brennt hier schon richtig runter. Es sind 35 Grad um den Dreh und es ist wirklich enorm. Und man steht anscheinend ein bisschen schattiger und das wäre natürlich auch nicht schlecht, gerade für Rio, dem das Ganze hier unten natürlich auch sehr schwer fällt. Uns natürlich auch, aber wir haben halt nicht so ein dickes Fell. Wir bürsten ihn fleißig aus, aber ich meine, das reicht dann doch nicht und deswegen ist es ganz schön, dass wir da im Schatten stehen können. Er mit kann, weil bei den meisten Zenoten sind Hunde eben verboten, also er kann nicht mit runter, aber es ist oben schattig, wo man sich hinsetzen kann. Und ja, dann können wir dort uns die nächste Zenote anschauen. Das ist dann Zenote Nummer 2. Noch, wie man sieht, sind wir auch noch nicht alleine. Da stehen noch Judith und Arthur, die wir jetzt heute verlassen werden, da es dann für uns in eine andere Richtung geht. Tschüss Arthur und Judith. Bis zum nächsten Mal. Aktuell befinden wir uns im Stau, aber wir haben es gleich geschafft und gleich können wir weiter. Rein theoretisch sind wir laut Google jetzt da. Wir fahren jetzt mal noch bis zum Ende der Straße und hoffen, dass da der Eingang ist. Und sonst müssen wir wenden und ja, den Eingang suchen. Wir sind jetzt bei Andrea und Sebastian hier angekommen und lasst es uns so ausdrücken, es ist ein Fleckchen Paradies. Oh ja, besser kann man es nicht beschreiben. Ja. Die beiden sind ausgewandert, haben das Grundstück gekauft und haben eine eigene Zenote auf ihrem Grundstück, in der wir jetzt gleich alleine reingehen werden. Es hat so ein bisschen Indiana Jones Feeling. Ja, mit Hängebrücke. Sie waren schon mit uns drin, um uns alles zu zeigen. Und ja, hier gibt es eine Außendusche, es gibt eine Toilette. Wir können so oft in die Zenote, wie wir wollen, und das alles für 300 Peso die Nacht. Das ist einfach ein Traum hier. Ja. Und das hier ist übrigens der Stellplatz aktuell. Und da hinten bauen sie auch noch ein, ja, wie so ein Iglo als Airbnb. Das entsteht aber alles noch, weil hier das Ganze noch gar nicht fertig ist, das Projekt. Genau, die Zenote heißt Zenote Schnuck. Das blenden wir euch noch ein, den Namen, falls hier auch jemand mal in der Nähe ist oder hin möchte. Genau. Und jetzt würde ich sagen, geht's rein. Oh ja.
Genau, hier geht es jetzt runter rein. Es ist sehr spannend, der Eingang. Bevor man reingeht und wenn man alleine ist, muss man erst das Licht anmachen. Das macht man hier. Hier ist ein An- und Ausschalter. Es wäre Licht und jetzt können wir losgehen. Man merkt ein bisschen, dass Sarah mit der Höhe zu kämpfen hat. Ja, aber es ist auch spannend, muss ich sagen. Also es ist nicht schlimm, weil man sieht nicht so tief. Aber die Brücke gleich, die ist spannender. Das ist jetzt hier die spannende Brücke. Wenn man drauf ist, ist es nicht schlimm. Also in meinen Augen, für andere wahrscheinlich eh nicht, die keine Höhenangst haben. Der Weg dorthin, den finde ich ein bisschen abenteuerlich, aber er ist machbar. Ich habe es eben auch geschafft, deswegen schaffe ich es jetzt wieder. Das ist so cool. Das ist so cool. Ich muss sagen, es ist jetzt Samstag und wir sind hier alleine. Samstagnachmittag. Nachdem die Sarah jetzt schon unten ist, zeige ich jetzt nochmal den Ausblick von hier oben. Der ist nämlich auch nicht zu verachten. Das hier ist unsere eigene Zenote. Also fangen wir vorne an. Das ist die Hängebrücke, über die man runtergeht. Und das hier ist jetzt unsere Zenote. Wenn ich rauszoome, schaut es einfach mal spektakulär aus. Hey Fischi. Aber dem Schnorcheln. Oh Gott, wir bleiben noch eine Nacht. Oh mein Gott, ist das schön. Tobi, wir bleiben hier noch eine Nacht. Das ist so schön. Tobi, wir bleiben noch eine Nacht. Sarah hat jetzt schon beschlossen, dass wir noch eine Nacht hier bleiben, weil sie unbedingt hier schnorcheln will mit den Fischen. Und ich würde mal sagen, Sarah hatte genug Zeit alleine in der Zenote und ich gehe jetzt auch ins Wasser. Es ist schon ziemlich beeindruckend hier. Vor allem hier mit den ganzen Stalaktiten, die hier rumhängen. Es schaut einfach so cool aus. Und da oben, das sind natürliche Löcher von der Oberfläche, wo hier das Tageslicht reinkommt. Da wird uns jetzt schon empfohlen, dass wir am besten hier mal mit der Taschenlampe nur runtergehen sollen und nicht das Licht anmachen, also das künstliche hier oben. Weil dann hat man eben mittags diese Lichtstrahlen hier. Und die Hängebrücke da oben sind wir gerade runtergekommen. So schaut das Ganze aus, wenn man mal das Licht ausstellt und einfach nur den Sonnenschein reinlässt. Du bist dezent überbelichtet, wenn du in den Lichtstrahl schwimmst. Das heißt, ab in die Sonne schwimmen, wenn ich sie treffe rückwärts. Oh mein Gott, ich kann doch nicht stehen. Oh, doch. Und das ist das Tolle an den Zenoten. Ich glaube, dieser Spot zeigt es ziemlich gut. Oh ja. Wenn man hier still sitzen bleibt, dann kommen die ganzen Fische um einen herum.
Und ich persönlich finde gerade die Hängebrücke und die Leiter ziemlich cool als Einstieg und Ausstieg von der Zenote, und das macht es wirklich besonders. Jetzt kippt die Höhenangst. Ja, mit nassen Flipflops ist es was anderes. Oh Gott sei Dank, ich muss hier weg. Ich gehe jetzt hier weg. Ich bin schon weg. Das war jetzt der erste Schwimmgang für uns in der Zenote, und es werden definitiv noch andere folgen. Für uns geht es jetzt zurück zum Auto. Wir sind jetzt hier heute Morgen schon mit dem Hund gegangen und uns wurde eine Ananaspflanze gezeigt. Und was richtig cool ist, die beiden bauen hier auch noch ein Airbnb auf. Und das Haus bauen sie komplett selber und es schaut so cool aus. Und die zwei Sachen zeigen wir euch jetzt. Hier sieht man schon mal die Ananas. Die braucht jetzt ungefähr noch 6 Monate, geschätzt. Und jetzt geht es weiter zu dem zukünftigen Airbnb. Rio ist auch dabei. Mit. Falsche Richtung. Falsche Richtung. Und jetzt sind wir angekommen und ich zeige es euch jetzt einfach mal, weil es einfach zu cool ausschaut. Das ist das Haus, das sie komplett selber gebaut haben. Wie man sieht, ist das Ganze noch im Bau, aber wenn man jetzt schon allein das Äußere sieht und das von hier drin, kann man sich schon vorstellen, was das wird. Und es ist so viel Kühle hier drin und schaut einfach mega genial aus. Erinnert mich irgendwie an so Häuser aus Star Wars oder so. Das ist echt cool. Und Rio hat gerade viel zu viel Energie. Rio? Buh! Buah! Er ist nämlich gerade so ein richtiges Pubertier. Yeah. Er hat hier die Freude seines Lebens, durch den Wald durchzurennen. Rennt hier dauernd ums Haus rum, jetzt kommt er gleich hier wieder raus. Und er macht noch eine Runde. Ja. So leicht kann man einen Hund beschäftigen. Und noch eine Runde. Ja. Es geht weiter. Ich würde jetzt mal sagen, ich höre auf zu filmen und kümmere mich mal um das wütende Monster hier und baue ihn ein bisschen aus. Wir sehen uns dann, wenn es hier weitergeht. Wir genießen hier, es an dem Campingplatz zu sein. Wir waren jetzt heute auch die zweite Nacht und heute geht es weiter Richtung Tulum. Manchmal denken wir uns, ob es vielleicht doch eine kleine Fehlentscheidung war, hier runter nach Yucatan zu düsen, weil wir haben die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit etwas unterschätzt. Also wir haben zwischen 33 bis 36 Grad tagsüber und eine Luftfeuchtigkeit
Luftfeuchtigkeit zwischen 80 bis 90 und ab morgen soll es regnen, das heißt, die wird noch höher steigen. Und da fragt man sich selber, war es jetzt für uns das Richtige mit Rio, weil für Rio ist es natürlich auch super anstrengend. Wir probieren immer so schattige Plätze wie jetzt hier mit ihm zu finden. Es ist nicht immer möglich, man kann nicht im Auto dann sein oder man kann ihn auch gar nicht im Auto eigentlich lassen, außer mal um kurz in die Zenote zu tauchen und das war's dann. Und ja, es wird jetzt für uns relativ schnell dann in den Norden gehen, damit wir nicht dasselbe Problem in den USA haben, dass dann alles schon zu heiß ist. Wobei man auch sagen muss, für Rio, ihm ist glaube ich egal, wo wir sind, auch wenn es für ihn hier anstrengender ist. Er ist glücklich da, wo wir sind. Und man merkt es auch ganz klar, sobald er aus dem Auto draußen ist, egal bei welcher Temperatur, er ist in Spiellaune und hat wirklich noch Freude an dem Ganzen. Und ja, ich glaube, da leiden wir manchmal tagsüber fast mehr wie er. Meinst du? Wir haben nicht so ein dickes Fell. Ja, aber Sarah kämpft also du schon. Die Unterwelle aus. Naja, mein Fell weicht. Vielleicht sollte ich bei dir auch die Unterwelle auskehren. Und noch eine vielleicht ganz lustige Sache. Wir haben ja seit neuestem Starlink und es ist jetzt schon insgesamt 3-mal vorgekommen, dass ich den Fuß... Wir räumen abends Starlink rein und ich lasse immer den Fuß draußen stehen. Es wird bestimmt vorkommen, dass ich den Fuß irgendwo vergessen werde. Nein. Ja, weil das Aufbauen ist so... Es nervt. Naja, gehört auch dazu. Dafür haben wir Internet. Und jetzt würde ich sagen, packen wir es zusammen, gehen in die Zenote und dann fahren wir hier los. Wir haben jetzt einen Sprung vom Campingplatz nach Tulum bzw. 20 Kilometer nördlich von Tulum gemacht und wie man hier hört, sind wir direkt neben der Schnellstraße, aber hier gibt es angeblich eine freie Zenote. Warten wir den LKW ab, auch wenn es hier noch nicht so danach ausschaut, aber es gibt hier einen anderen, der hier parkt. Das heißt, irgendwas muss hier sein und das schauen wir uns jetzt an. Kann man sich ganz leicht in der Tiefe täuschen, weil das Wasser einfach so klar ist und man denkt, ach ja, man sieht den Stein, aber ja, es ist tiefer als man denkt und man kann manchmal nicht stehen. Ich muss sagen, ich wollte gerade eigentlich gar nicht rein, weil wir gerade eben erst geduscht haben auf dem Campingplatz. Aber ich würde sagen, es hat sich rentiert. Das ist ja so klar. Und es ist schön mal, also so eine Zenote hatten wir noch nicht, also eine halboffene und das ist auch einfach beeindruckend, muss ich sagen. Und mich wundert es irgendwie, dass wir hier noch ein anderes Pärchen hier ist, aber umso besser.
knabbert gerade ein Fisch an mir. Mein Fuß. Die Wasserfarbe ist hier einfach unglaublich, also es ist so klar. Man sieht noch die Füße von der Sarah, die jetzt da hinten verschwindet. Und man sieht einfach alles unter Wasser. Und jetzt schauen wir mal auf den Landweg, wo die Sarah hingeschwommen ist. Weil ich glaube, von hier hinten sieht man sie dann. Es gibt nämlich noch 1, 2 andere Wasserlöcher angeblich, wo man hin kann. Das heißt, ein großer Schritt für die Menschheit, ein kleiner für den Tobi. Oder wie war der Spruch? Hier ist sie. Einfach schmeckt. Was war da? Der Fisch vermutlich. Aber ich habe damit gerade gar nichts gerechnet. Boah, das ist einfach Super schön. wunderschön. Ja, das sind Fische, die am Meer. Ich kann jetzt einfach an dieser Felsspalte weiterlaufen und auch weiter schwimmen. Es schaut einfach hier so aus, als ob sich die Erde aufgetan hat und es ist alles mit super klarem Wasser gefüllt. Aber, es gibt immer ein Aber, nachdem ich jetzt schon ein paar Mal an den Beinen von Moskitos gestochen wurde, würde ich sagen, packen wir es wieder und fahren jetzt dann zum Stellplatz. Wir werden heute an einem Fußballfeld übernachten, hier direkt in der Nähe und morgen früh die nächste Zenote machen, die in einer Höhle ist und auch nichts kostet zur Abwechslung, weil die sind hier unten zum Teil echt teuer. Also da kann man durchaus mal 20 bis 30 Euro nur zum Baden bzw. Parken und Baden bezahlen, ohne Übernachtung. Genau. Und nach der Zenote morgen früh geht es dann für uns weiter Richtung Grenze Belize, sage ich jetzt mal. Und das wird dann auch der südlichste Punkt unserer Reise jetzt erstmal sein, weil danach fahren wir wieder Richtung Norden, wie wir es vorher schon angekündigt hatten. Wir sind jetzt vor circa einer Viertelstunde hier angekommen am Sportplatz und waren auch schon mit Rio draußen. Und jetzt gibt es erstmal Kartoffelsalat, den die Sarah heute Morgen bereits gemacht hat, damit er schön durchzieht. Und ja, ich glaube, viel mehr gibt es heute nicht mehr. Und morgen geht es dann in die Zenote und ab Richtung Norden. Belize. Stimmt, erstmal Richtung runter und danach Richtung Norden. Guten Morgen. Nach einer warmen, bescheidenen Nacht geht es für uns jetzt in die Zenote. Wir haben, glaube ich, schon schöne 24 Grad oder so und eine unglaubliche Luftfeuchtigkeit. Darum ist es jetzt umso schöner reinzuhüpfen. Es ist gleich 8 Uhr, dann zu frühstücken und dann weiterzufahren. Wir dachten erst, dass hier Schwimmen verboten ist, aber es ist Nacktschwimmen, haben wir übersetzt. Wir sind nämlich gerade wieder rausgegangen, aber also Nada schwimmen und das Nudo ist nackt, deswegen gehen wir jetzt doch noch rein. Ich werde angenippelt. Kalt? Ja, aber tut gut.
Das Wasser ist frischer als man denkt, aber es tut mega gut. Und das Coole hier ist, über uns sind Fledermäuse, die man natürlich mit der GoPro ziemlich schlecht filmen kann. Aber die hängen hier an der ganzen Höhlendecke. Und wie die Sarah gerade sagt, das Wasser ist unglaublich klar. Das war jetzt eine kostenlose Zenote und wir wurden aber schon darauf angesprochen, dass wenn eine Tour kommt, die anscheinend tagsüber hierher kommen, dass man bitte an den Rand geht und Platz für die Tour macht, was total verständlich ist. Und man muss sagen, durch den Tag hinweg schaut es bestimmt noch toller aus, weil dann die Sonne reinkommt. Jetzt kommt natürlich ein LKW, einen Moment, und noch einer. Über den Tag hinweg, wenn die Sonne reinscheint, schaut es bestimmt noch toller aus. Aber auch so war es wirklich ein Highlight. Und das Ganze für kostenlos. Und jetzt geht es für uns weiter nach Bakkala, beziehungsweise in die Nähe von Bakkala. Was wir dann alles in Bakkala und am Anfang auf dem Weg Richtung Norden erlebt haben, das siehst du das nächste Mal. Wir freuen uns, wenn du dann wieder dabei bist. Lass gerne ein Abo, Like oder Kommentar da. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao! Wie man sieht, ist das hier Ganze